Heute mache ich ein Beauty Haul Unboxing. Ich durfte mir nämlich bei Feel Unique was aussuchen. Da habe ich schon öfter mal bestellt, vor allem wenn es um Produkte von Marken geht, die nicht so einfach in Deutschland erhältlich sind. Das ist eigentlich ein UK Online-Shop, aber der Versand ist ab 40 € kostenlos und geht auch schnell und unkompliziert. Und Feel Unique hat dann ins Paket noch so ein paar andere Sachen mit reingelegt. Ich werde mit euch zusammen die Box auspacken und ein paar der Produkte auch gleich ausprobieren. Ich habe mir einmal von Perricone MD den No Concealer Concealer bestellt. Den hatte ich vor ein paar Jahren schon mal. Da gab es den aber noch so als Flaschenform. Den fand ich schon damals cool, weil der als Concealer halt noch SPF 30 hatte und sich einfach auch ganz gut auf der Haut angefühlt hat. Und ich werde den jetzt mal ausprobieren, ob ich den immer noch gut finde. Den Concealer gibt es auch nur in einer einheitlichen Farbe, aber ich fand den damals eigentlich auch ganz passend. Ja. Die Deckkraft ist eher so leicht, würde ich sagen. Ich glaube, ich fand den auch besser so für unter den Augen. Ja, für unter den Augen finde ich den auf jeden Fall sehr gut, weil der einfach noch so ein bisschen heller ist. Da passt es dann von der Farbe her besser. Ist auf jeden Fall angenehm zu verteilen. Ich finde die neue Verpackung auf jeden Fall schöner irgendwie als die alte. Dann habe ich hier etwas von Antipodes. Das ist eine australische Naturkosmetikmarke. Und da habe ich mir das Worship Skin Defense Antioxidant Serum ausgesucht. Weil, wie ihr wisst, mag ich von Aesop voll gerne so ein Antioxidant Serum. Das ist bei mir aber jetzt leer und dann dachte ich mir, das ist ein guter Ersatz und jetzt auch eine gute Gelegenheit, das auszuprobieren. Ich habe schon mal was von Antipodes bestellt und war auf jeden Fall auch sehr begeistert von der Marke. Okay, also von der Farbe her ist es auf jeden Fall unerwartet bräunlich. Ich will es mal auf der Hand machen. Ja, es sieht auf jeden Fall ungewohnt aus. Ist auch sehr, sehr wässrig. Aber es ist halt auch ein Serum, ne? Sie sind meistens eher so ein bisschen dünner von der Konsistenz. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr leicht. Ich glaube, das muss ich einfach mal ausprobieren. Und dann habe ich von Burberry einen Lidschatten. Da hat mich eine YouTuberin dazu inspiriert, Tamira Jarrell. Sie meinte nämlich, das ist ihr ultimativer Lidschatten. Und sie meinte, das ist halt eine perfekte Everyday Lidschattenfarbe. Einfach um es aufs Lid zu klatschen und sowas mag ich immer am meisten. Gibt so ein bisschen mehr Definition. Das ist also sehr, sehr schlicht. Ich könnte es, glaube ich, noch so ein bisschen schichten. Auf dieses Lippenprodukt habe ich mich super gefreut. Und zwar ist es von Givenchy ein Lippenstift in einer super schönen Nude-Farbe. Die Verpackung ist auch so mega geil. Ja, sieht so schon mal gut aus. Meine Lippen sind ein bisschen trocken, aber der ist auf jeden Fall super geschmeidig. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Alltagsfarbe. So, ich glaube, ich brauche ein bisschen Farbe im Gesicht und da passt dieses Produkt, was ich mir von Stila ausgesucht habe, ganz gut. Das ist eins der Lip & Cheek Cream Blushes und von Stila habe ich noch gar nichts ausprobiert und deswegen dachte ich mir, ist das jetzt eine gute Gelegenheit. Ich denke, es gibt dann so ein bisschen Frische im Gesicht. Oh ja, ist auf jeden Fall sehr cremig und sehr pink. Ich glaube, ich muss ein bisschen aufpassen. Die haben auch viele andere schöne Farben. Konnte ich mich auch echt schwer entscheiden. Aber ich finde, ich sehe auf jeden Fall sofort frischer aus. So, ich glaube, dann habe ich überwiegend so Skincare-Produkte ausgesucht. Zum Beispiel von Elemental Herbology. Das ist der Facial Moisturizer mit Pumpkin, Tea Tree und Green Tea. Die Verpackung sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich bin ja so ein Verpackungsmensch, ne? Das ist relativ flüssig. Oh, der Geruch ist mega schön. So spa-mäßig. Bin mal gespannt, wie sich das dann einfach so über den Tag hinweg verhält und ob meine Haut dann irgendwie öliger wird oder eben nicht. So, als nächstes habe ich von Julique. Julique ist eine australische Naturkosmetikmarke und da habe ich mir das Activating Water Essence bestellt. Das ist so irgendwie inspiriert von K-Beauty, also die haben da ja auch irgendwie diese Essenzen noch vor dem Toner. Und ich meine, dass das eben auch so eine Essenz ist. Und da bin ich einfach mega gespannt, wie das so ist, irgendwie das zu benutzen. So ein schweres Glasflakon. Noch eine letzte Sache von den Sachen, die ich mir selber ausgesucht habe. Und zwar habe ich hier von Browbar ein Augenbrauengel. Indian Chocolate ist die Farbe. Ich glaube, es ist die vorletzte Nuance. Also ich glaube, die haben noch schwarz. Also die Bürste ist überraschend groß, aber irgendwie besser als eine kleine, weil dann kann man das irgendwie besser auftragen.
Gibt auf jeden Fall gut Farbe ab, aber auch nicht too much. Jetzt die Frage, wie das mit der Haltbarkeit ist. Aber werde ich dann mal ausprobieren. Aber irgendwie gefällt mir die große Bürste echt besser als die kleine. Das ist viel einfacher dadurch. Ja, so viel dazu. Jetzt kommen die Überraschungssachen. Nehme ich mal das. Das ist Matcha Madness Revitalizing Powder Face Mask with Matcha and Green Tea. Klingt auf jeden Fall mega interessant. Ich glaube, es ist so mega knallgrün. Ja, es sieht auf jeden Fall original aus wie Matcha-Pulver. Wahrscheinlich so eine Face Mask, die man mit Wasser anrührt und dann so aufträgt. Bin ich auf jeden Fall super gespannt. Das ist ein Produkt, was ich jetzt irgendwie nicht selber ausgesucht hätte, beziehungsweise ist mir gar nicht aufgefallen. Ich finde es aber super spannend. Also das finde ich mega geil. Hier habe ich Eau de Beauté von Caudalie. Davon habe ich ehrlich gesagt noch richtig viele Flaschen zu Hause. Wie fändet ihr das, wenn ich einfach so ein paar der Produkte an euch verlose? Dann habt ihr auch noch was davon. Und ja, wenn ihr da teilnehmen wollt, dann verlinke ich mal unten ein Instagram-Bild, wo ihr dann für die Verlosung teilnehmen könnt. Da packe ich auf jeden Fall das noch mit rein. Aber Eau de Beauté ist echt eins meiner Lieblingsprodukte. Also gerade für unterwegs sprüht man das einfach rauf und das Make-up sieht dann viel frischer aus dadurch und die Poren werden verkleinert und der Duft ist auch sehr gut. Also auch echt eins meiner Favos. So, dann habe ich was von Kiehl's, das Nightly Refining Micro Peel Concentrate. Sustainable Sourced Quinoa Husk Extract. Klingt auf jeden Fall sehr fancy. Scheint irgendwie ein relativ neues Produkt von Kiel zu sein, beziehungsweise ich habe auf jeden Fall noch nicht davon gehört. Aber es klingt auf jeden Fall interessant. Dann habe ich hier einen Lipgloss und zwar von Fleur de Force. Das ist generell cool bei Fionic. Die haben viele Marken von den YouTubern. Das ist eben einer von Fleur de Force in so einem alltäglichen Rosenholzton, würde ich sagen. Dann habe ich von Urban Decay den 8-Hour Powder Highlighter. Ich glaube, von Urban Decay habe ich echt viele Produkte. So sieht er jedenfalls aus. Ja, ist auf jeden Fall ein schöner Highlighter. So, dann habe ich hier noch was ziemlich dickes und zwar von Sarah Chapman The Overnight Edition. Oh, das ist super gut, weil ich wollte eigentlich von Sarah Chapman The Overnight Facial ausprobieren. Dann war es aber ausverkauft und deswegen ist es super gut, dass jetzt so ein Set kam. Darin enthalten ist das Ultimate Cleanse, Overnight Exfoliating Booster und das Overnight Facial. Finde ich mega gut. Jasmin hat, glaube ich, das Overnight Facial mal ausprobiert. Sie meinte, das ist jetzt ein Produkt, wo man jetzt nicht sofort einen super Effekt sieht nach einer Nacht, aber es wurde halt echt mega krass gehypt und ich würde es einfach mal gern selbst ausprobieren, wenn ich das mal aufkriege hier. So, das ist so eine Kosmetiktasche und die Produkte. Hier sind so kleine Tester von dem Cleanser. Und was ist das nochmal? Der Exfoliating Booster. Und, oh krass, Originalgröße von dem Overnight Facial. Mega geil, bin super gespannt. Award Winner. Mal sehen, was es ist. Ich packe das jetzt auch nochmal kurz aus. So, ich liebe die Verpackung, die ist mega cool mit dieser Schrift und so. Ja, mal sehen, ob es dem Hype gerecht wird. So, ich habe hier von Clarins ein Eclat Minute Instant Light Natural Lip Perfector. Das ist eines dieser Lipglosse, die so mega lecker riechen. Oh, und das ist so ein Berry-Tone. Finde ich eigentlich mega schön. Vor allem für Winter. Ich glaube, ich probiere es jetzt nicht aus, weil ich Lippenstift drauf habe. Aber es riecht jetzt schon mega geil aus der Verpackung. Und ja, ich glaube, die Farbe ist echt cool. Cool. Dann habe ich hier noch weitere Lipglosse von Stila, so ein ganzes Set. Es sind echt viele Farben dabei. Scheinen aber auch ganz cool zu sein. Und das letzte Produkt, auch wieder von Clarins, das Double Serum Complete Age Control Concentrate. Ah ja, das ist eins dieser, ich glaube, Duo Face Produkten von Clarins. Habe ich noch nie ausprobiert und ja, das packe ich dann einfach auch in die Box mit rein. So, und damit
wären wir dann durch mit dem Haul. Ich hoffe, es war irgendwie mal ein interessantes Video für euch, das so im Unboxing-Style zu machen. Wie gesagt, ein paar der Produkte werde ich einfach an euch verlosen und da verlinke ich euch dann ein Instagram-Bild, wo die Verlosung stattfindet. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!